Hallihallöchen zu einem wunderbaren neuen Tag Nummer 9 in Irland und wir werden begrüßt von einer Fehlermeldung. Preload Adjuster dieser wunderbaren KTM, die wir auch gleich noch wegbekommen müssen. Was steht heute am Plan? Schotter. Nein, wir gehen wandern, haben dementsprechend auch keine Motorsachen an und fahren gemütlich jetzt auf den Westzipfel von der Insel Beara, der Lambhead. Und dann ziehen wir uns das mal rein mit der kleinen Rundwanderung. Was ich so gesehen habe, war, dass wirklich Komoot hier wenig anzeigt, aber All Trails sehr viel anzeigt. Jetzt haben wir uns zwar extra eine Unterkunft gesucht hier, um nicht weit mit dem Motorrad fahren zu müssen. Wir fahren jetzt aber trotzdem eine Stunde bis dorthin. Macht nichts. Supermärkte gibt es auch nicht so viel auf der Insel, deshalb fahren wir auch noch auf den Weg zu einem Supermarkt, der uns mit Jause versorgen wird. Ansonsten, Unterkunft war super nett, Frühstück war super lecker. Die Dame ist so nett, wir können dort sogar unsere Wäsche waschen, was echt super freundlich ist. Angeblich heute auch kalt, 17 Grad ungefähr, that's the temperature to be expected. Ohne Preload Adjuster müssen wir gleich nochmal Dämpfung, Preload Adjuster und Dämpfung. Habe ich ja gewusst, ich spüre es nämlich, weil mein Arsch ist bretthart auf einem Holzbrett gelagert. Also, dann gute Fahrt uns und euch, bis später. Obligatorische 10 Sekunden gewartet, eingeschaltet und... keine Fehlermeldung, jawohl. Ich bin sehr gespannt, wie das wird, wenn wir aus Irland zurückkommen und ich den KTM-Mitarbeitern erkläre, Leute, das kann's nicht sein. Oh yes, die Sonne kommt raus, es wird wahnsinnig warm. Wir sind schnell beim Supermarkt und holen uns noch einen kleinen Snack für die Tageswanderung. Eigentlich sehr gemütlich mit dem Moped hier zu cruisen, aber was du hier echt brauchst, ist ein gutes Fahrwerk und einfach viel Federweg. Ich glaube, das ist es. Einfach viel Federweg. Ja, man wird hier schon enorm durchgefedert. Und was man hier schon ein paar Mal sieht, jetzt an Tag 8, auch Iren überholen auch manchmal an der Sperrlinie. Ja, hier ist echt viel, sagen wir mal, viel Landstraße ist mit Sperrlinie. Und für ein Motorrad oder auch für ein stark motorisiertes Auto ist es schon möglich, auf gewissen Graden zu überholen, die auch wirklich lang genug sind, aber sie machen halt einfach von einem Ort zum nächsten Ort durchgehend Sperrlinie. Das ist auch wieder mal eine abgefahrene Straße, muss man schon sagen. Muss man auch Motorrad fahren können, um hier überhaupt rauszukommen. Autofahren sowieso. Schauen wir mal, wie es mit unserer ersten All-Trails-Route im Leben aussieht. Geradeaus geht unser toller Wanderweg. Und ich würde sagen, geradeaus kann man auch am Rand auf jeden Fall das Moped hinstellen. Hallihallöchen, das ist mal eine Ausgangsposition. Ich glaube, so einen Weg habe ich auch gar keinen Bock zu gehen einfach. Das ist doch kein Wanderweg. Ich glaube, wir drehen einfach gleich wieder um. Hier. Großes Glück, nicht auf der linken Seite Richtung Bach und Flussbett geht es hier nach oben, sondern hier gibt es echt einen eigenen Übergang über den Zaun, wo man einfach losgehen kann. Juhu. So sieht's aus an der Spitze des Lambhead. Zurück von einer gefühlten 8 bis 11 Kilometer langen Wanderung, plus minus 4 Stunden, vielleicht eine 5. inklusive einer Stunde Pause. War echt wunderschön, kann man empfehlen, eigentlich eine Ganztagestour. Hier der Startplatz ist speziell, wenn man mit einem Auto kommt, hat man vielleicht keinen Parkplatz, aber ja, man muss wirklich sagen, man sieht beim Wandern noch mehr, als man beim Mopedfahren sieht, deshalb tolle Impressionen, war es wert. Hier noch ein kleiner Aussichtspunkt des Wild Atlantic Ways. Goir oder Goa. Auf jeden Fall schön, um die Aussicht zu genießen. Ich würde hier auf einen Touristen tippen.
Ja, hier alle Einheimischen mit 25 bis 40 km/h über die Landstraße begleitet. Ein herzliches Hallo an Tag 9. Wir machen wieder eine kleine Wanderrunde und haben gerade eine Geschichte gehört. Vor einem Monat waren 4 Biker hier und 3 davon hatten den Unfall. Primär aber alle nicht selbst verschuldet, weil hier auf der Insel wohl noch viele Touristen fahren und die fahren oft scheiße, besonders Amerikaner. Die es wohl nicht wirklich drauf haben, mit schmalen Straßen umzugehen, weil sie wirklich breitere Straßen gewohnt sind. Dementsprechend heißt für uns aufpassen, was wir sowieso immer machen, aber für euch da draußen auch. Wenn ihr hier kommt, seid vorsichtig. Was vor allem er gemeint hat, war quasi, dass einer unbegründet stark gebremst hat, beispielsweise Gegenverkehr oder vor einer Kurve, weil er einfach Angst bekommen hat. Also ein Autofahrer. Der Mopedfahrer war quasi zu nah hinten dran, vermutlich, und hat dann es nicht rechtzeitig geschafft zu reagieren. Sicherheitsabstand ist alles. Kurzes Update zum Wetter. Heute, abartig. Jetzt gerade 18 Grad Sonnenschein, vorher gerade Regen. Es ist jetzt ungefähr 13 Uhr, den Vormittag hat es eigentlich durchgehend diesig bewölkt ausgeschaut. Jetzt kommt gerade die Sonne raus. Eigentlich Regenvorhersage. Vielleicht wieder gegen 19 Uhr, deshalb komplett gemischt. Aber wir schauen, das Beste draus zu machen und versuchen uns einfach nicht von irgendwas abhalten zu lassen, weil es kommt ja eh nur ein leichter Regen. Das ist die irische Philosophie, glaube ich. Passt auf euch auf. Gute Fahrt. Wir starten mal durch. Bis gleich. Perfekt. Möge der Retourgang mich gut ans Ziel bringen. Ja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So nett, hast du die Dame gesehen, einfach gelächelt. Obwohl sie warten hat müssen, hat sie einfach gelächelt. So, was gibt's nur hier? Also wir sind hier in Cluan Karagic. Mann, das wird geil. Meine ersten 4 Bier in Irland, 18 €. YOLO. Prost. Wir hatten einen wunderschönen Spaziergang und hier startet ein Dorffest. Aber hier kommt auch ein Riesenunwetter und deshalb hauen wir jetzt mal defensiv ab. Wir haben gerade echt richtig angenehme englische Tee-Break gemacht. Eine ganz entspannte Wanderung gewesen. Wir haben auch einfach wie Einheimische im Regen gejaustet heute. Also wir sind in Irland angekommen. Das kann uns alles nichts mehr. Das ist immer lustig, dir zuzuhören. Hinten sage ich dir, also das war's mit Tag 10 und das war's mit der Insel Beara. War eigentlich ganz nett hier, hat es uns gefallen. Finde ich auch. Ich freue mich auf Kurven, weil wie wir da unten sehen können, ist der Reifen noch nicht ganz angefahren, seitdem wir ihn haben. Und deshalb brauchen wir das auf jeden Fall noch. Ich hoffe, auf den nächsten 1700 Kilometer Küstenstraße passiert das noch. Macht es ganz gut. Danke fürs Zusehen. Lasst ein Like und ein Abo da. Guten Morgen an Tag 11. Wir haben hier so leichtes Nebelreisen, aber ich weiß selbst nicht, wie man das definieren soll. Ist es Regen, ist es trocken? Für uns heißt es auf jeden Fall einen ganzen Tag durchstarten im Ring of Kerry und einfach mal die Lage anschauen. Am Abend haben wir ein nettes Bed and Breakfast für 110 € gefunden, Richtung Kilgorny oder so. Gerne hier. Und ja, wir schauen mal, wie es wird. Auf jeden Fall wird es toll. Eigentlich wird man nicht wirklich nass, von dem es ist bei uns eher so, wenn du durch Wolken fährst. Spannend. Los geht's. Puff, trocken. Ja. Gute Fahrt. Guten Tag. Jawohl, was wir gerade hatten, war ein kalter Reifen auf irigem Asphalt am Morgen mit einem 1300 Kubikmotor im ersten Gang zu Haft. Aber die Traktionskontrolle hat es gut gemanagt. Ein kurzer Schlenker und dann geht's ab.
geht hier zum Wild Atlantic Way, aber wir wollen zuerst einen Ausflug machen auf diesen Bergpass hier. Der ist sehr bekannt, vom Namen gerne hier, ich habe ihn gerade vergessen, Ladies View. Jawohl, wir fahren zur Ladies View. Das Wetter kann uns das nicht verbotten und oben haben wir zusätzlich noch eine Hammeraussicht, also wird das mega. Also, das ist gar nicht lustig. Wenn beim Überholen bei Regen die Traktionskontrolle ausfällt, wenig geil, checkt ihr. Aber nochmal, das ist absolut wenig geil, wenn bei Regen beim Überholen die Traktionskontrolle ausfällt. Und hatten wir gerade Warnungen. Seitenständer ist okay. Traktionskontrolle funktioniert nicht an Händler wenden, grandioso. Und Geschwindigkeitsregelung gestört. Meine Güte. Ich muss schon sagen, die Ducati hatte das nicht. Die Traktionskontrolle hat zwar auch mäßig funktioniert. Also, Resümee. Die Straße ist sehr rutschig, uns geht's auch gut, das Wichtigste. Aber sie hat zumindest nie einen Fehler angezeigt, wir warten einfach. Ich glaube auch, es ist jetzt weg, aber es ist trotzdem lol. Aber was ganz spannend war, er hat echt komplett den Schub rausgenommen. Ja, ist weg. Also er hat die Leistung weggenommen beim Überholen. Ist jetzt auch nicht geil, aber besser als du ziehst voll durch und die Traktionskontrolle ist nicht da. Das sind die echten Iren hier. Sieht sogar nach einer ganzen Gruppe aus. Echte Männer und Frauen hier am Start. Was ihr hier gesehen habt, war der Ladies View. Eine wirklich kleine Straße, also kann man sagen, kommt hierher, wenn kein Verkehr ist, weil alles war Sterne hier und dann einfach ein bisschen Spaß haben. Are you going all around Ireland? Yes, actually, like 2 weeks here and 2 coming, like direction of Galloway and North Atlantic Way or Wild Atlantic Way. Having a good time? We are having a good time, but yeah, there could be more sunny days. Especially, we also want to do hiking, but yeah, on those rainy days, it doesn't sound like a smart plan. I hope it dries up for you guys. Thanks a lot for you as well, right? Bye. Bye. Woo. Danke sehr. Niederlande. Niederlande, okay? Nee, ihr. Oder? Nein, wirklich. Österreicher Russin in München. Ach so, jetzt. Schön. Geil hier, oder? Das ist wirklich eine Aussicht. Oh. Servus. Mike. Hi, Pascal. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt Viel gesund. Freude, genau, und genießt die Auszeit. Jeden Tag für sich sagen. Tschüss. Das ist ein toller Plan. Mit Wohnwagen und 2 Kinder, 6 Monate auf Auszeit. Also das waren hier ganz nette Eindrücke am Ladies View. Für uns geht es weiter Richtung Killarney. Und auf der anderen Seite zurück, die Freundin hat schon gefragt, wie heißt drüben Gap of Dunlow? Den kennen wir sogar vielleicht, oder? Genau, also das hier war der Mols Gap und drüben ist Gap of Dunlow. Und genau, das quasi in einer Schleife. Wir genießen es. Danke vielmals, Schatz. Dir auch ganz gute Fahrt. Lass uns rocken. Kein Wort zu niemandem, ich alle toppe. Ich rocke. Ja, dann müssen wir gar nicht über die Straße fahren. Verregnete Grüße aus Killarney. Immer wieder mit diesem Namen. Da gibt es so viele Orte, die ähnlich heißen. Schaut euch dieses Schloss an. Hammer genial. Wir sind heute nur auf der Durchreise. Kommen ein anderes Mal zurück. Aber hat wirklich ein Pisswetter. Solche verrückten Menschen. Ein Wahnsinn, Campingmatte, Fahrradsachen, was hat er in seinem Plastiksack davon? Oh.
Welcome to Black Valley. Puh. Hey there. And I can check you out. Ist vielleicht echt eine Wochenendausfahrt bei Ihnen und so, weißt du? Trainingsfahrt oder Freundefahrt oder... Alle haben sie super glücklich ausgeschaut. Hey there. Hey. Have a good ride. Das war ein Begleitfahrzeug für eine Fahrradgruppe. Es ist kein Zufall, dass so viele Fahrradfahrer heute unterwegs sind bei diesem absolut Wahnsinns-Regenwetter. Also Iren sind hart im Nehmen, merken wir uns. 17 Grad, eigentlich kalt, aber hier weniger windig. Man sieht auch beim Regen, er fällt eigentlich relativ gerade runter. Warm ist es Ihnen sicher nicht besonders. Oh, da ist Benzin, Alter. Also wir sind hier gerade irgendwie an einer Engstelle und hier staut sich ein bisschen. Ursache unklar, aber totaler Deadlock. Just relaxing. We learned it from the Irishman. Pedestrians always first. You're welcome. Das ist einfach eine Touristenengstelle, weil nur einer durchkommt und alle durch wollen. Easy. Thanks, man. Also wenn da im Ort halt totaler Deadlock ist, kilometerweit, weil keiner in der Lage ist, auf die Brücke zu fahren und ein bisschen zu warten, dann ist schlecht. Nee, passiert es nicht. Es ist nur die Engstelle. Sure, man. Also zum zweiten Mal einfach auf der geraden Traktionskontrolle, Fehlermeldung und Geschwindigkeitsregelanlage. Äußerst beschissen. Was soll denn dieser Mist? Wir haben noch bessere Sachen zu tun im Regen. Gute Fahrt. Jawohl, bei uns geht es nach einer Kaffeepause zurück zum Moped. Wir haben hier leichtes irisches Nebelreißen, alles besser als der Regen. Eigentlich sind wir beide nass. Wie an die Köpfchen. Meine Eier sind ein bisschen feucht, auf jeden Fall meine Ärmel sind wirklich nass. Mein Torso ist komischerweise trocken, keine Ahnung wieso. Bei der Freundin ist auch, sagen im Intimbereich leicht feucht, aber das klingt vielleicht missinterpretationsfähig. Das korrigieren wir kurz. Wie klingt das, Schatz? Passt. Ich wechsle den Akku, dann geht's weiter. Es ist schön. Was soll's. Wir haben gerade von den Iren hier gelernt. Die kommen aus dem Norden, von Richtung Delaware. Und die sagen einfach, wenn Regenwetter ist, dann ist ein Pub-Tag. Das heißt, sie sind von dort runtergefahren, wollten eigentlich ein bisschen spazieren, wandern und sonstige Sachen machen. Aber das Wetter ist schlecht, also hauen sie sich einfach ins Pub und machen einen entspannten Tag. So gehört sich das. Ciao.